Hey, hey, ihr super tollen Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ich möchte jetzt direkt gleich eigentlich mit euch los und durchstarten, auf einem Fluss rumfahren, denke ich, und eventuell noch so ein bisschen auf einem See auch. Und deswegen werde ich jetzt ganz schnell für eins der ganz vielen tollen Kajaks, die ich habe, einfach mal so eine kleine Halterung bauen. Ich habe ja noch so Styroturreste von so ein paar Projekten. Hier zum Beispiel, das habe ich schon mal so ein bisschen angeschnitten und hier schon mal drunter geklemmt. Das hier, das ist von dem Helmprojekt, was das gerade noch übrig geblieben ist. Und hier, da habe ich einfach noch ein Reststück, das schön gerade ist. Da kommt dann diese Halterung drauf. Ich denke mal hier durch. Statt irgendwelche anderen Sachen zu nehmen, werde ich hier einfach 2 Schrauben durchmachen. Die kommen hier durch, kommen auch gleichzeitig hier durch, sodass das Ganze so hier aufeinander liegt. Hiermit wird das dann am Kanu einfach festgesteckt, beziehungsweise am Kajak. Jetzt passiert mir das selbst auch schon. Das ist sonst immer so, wenn man das dann hört, ja, und mit den Kanus, wie ist das denn? Es ist natürlich ein Kajak. Kajaks sind die Dinger mit dem Loch drinne. Ne? Das sind die Kajaks. Und Kanu ist offen. Naja, wahrscheinlich gibt es auch noch schöne Mischformen. Okay, das hier kommt da drauf, das kommt da drauf, das wird am Boot, am Kajak festgeschoben und bleibt dann da dran. Falls das Ganze abfällt, dann treibt es halt im Wasser und geht nicht verloren. Dazu nehme ich einfach nur einen Cutter und hier die Action Cam. Die Halterung, die kommt da jetzt drauf. So, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Naja, ich habe einfach nur ganz grob Maß genommen und schneide das jetzt hier einfach mal ab. Ist halt improvisiert, also nichts mit 3D-Druck oder sonst was, besonders schick und schön oder so. Ich will einfach nur raus und euch das mal zeigen, was es hier so Schönes gibt. Okay, dann nehmen wir hiervon noch ein Stück. Ich mache das mal ein bisschen schön. Okay, das hier, das nehmen wir, einmal um Maß zu nehmen. Und dann gehen wir hier einmal lang. Hier drüben gehen wir einmal lang. So, halbwegs tief reinschneiden. Und jetzt hier nochmal abschneiden. Das ist halt nicht vorbereitet oder sonst was. Ich denke mal, ihr seid auch einfach mal gespannt, wie das hier so aussehen könnte und so. Und deswegen mache ich das mal ganz schnell. Ihr hört nebenbei, bin ich anscheinend viel gefragt. Ich kriege alle Nase lang Nachrichten momentan. So, aber heute bin ich mal ganz alleine unterwegs damit. So, das haben wir geschafft. Und das Ganze, das kommt dann einfach hier drauf. Und fertig. Mal schauen. Ich denke mal, ich packe das so rum drauf, so dass die Kamera dann hier vorne befestigt wird, nach da schaut und nicht hier irgendwo so ein Stück Styrodur dann zu sehen ist. Soweit, so gut, oder? Ich finde, das kann man schon ganz gut erahnen. Okay, ich schraube das einfach zusammen. Denn jetzt irgendwie mit Leim zu arbeiten oder mit Sekundenkleber oder so, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte es einfach ganz schnell fertig haben. Deswegen flitze ich mal gerade los und hole Schrauben. Die habe ich mir hier irgendwo liegen lassen. Und einen Schrauber, den brauche ich ja auch noch. So, hier bin ich wieder. Ich habe hier einfach mal so ein paar Schrauben mitgebracht. Das hier, das nehme ich, denke ich mal, hierfür. Und hier die, was sind das, 40er oder 45er Länge. Also es ist eigentlich für jeden nachbaubar, der zumindest so ein bisschen Material da hat und vielleicht eine Actioncam. Ein Wasserschutzgehäuse habe ich jetzt gerade nicht gefunden, aber meine Güte, ich habe so ein paar von den Dingern hier rumliegen, also warum nicht nutzen. Ich lasse das da rudimentär aufgebaut, ne? Also ich mache es noch nicht schick. Ich könnte jetzt natürlich, so wie Svetlana das gerne macht, alles mit dem Vismai Dremel bearbeiten, aber nein, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht hier im Dremel rumbasteln und ganz viel daraus machen, sondern ich möchte einfach nur ganz schnell was haben, das funktioniert. So, nehmen wir das Ganze mal. Positioniere das ungefähr mittig. Hier, da können wir gleich noch ein bisschen was wegnehmen. Das ist
zum Beispiel da zumindest ein ganz kleines bisschen schick aussieht. So, hier vorne auch noch. Jetzt wird das hier schon hier drauf festgemacht. Von der Länge her müsste es ja passen. Die Schrauben, die versenke ich genau rechts und links hiervon, sodass die Halterungen nach vorne frei runterschauen können. Das markiere ich mir einmal, indem ich direkt eine Schraube dann gleich da reinstecken werde. Jetzt kommt aber erstmal das hier rein. So, da und da. Mit einer Schraube mache ich das hier vorne bei der Halterung. Da auch. So. Und ich mache das gleich direkt mit fest. Ist vielleicht nicht so verkehrt. Das ist dann ein Vorteil, wenn das Ganze ins Wasser fallen sollte, ist es nicht wild, weil Styrodur, wie gesagt, schwimmt eigentlich ganz gut. Das zieht sich nur nach und nach dann ein bisschen voll mit Wasser, aber so lang sollte es niemals in der Gegend rumschwimmen. Oh, der Staubsaugerroboter im Hintergrund ist fertig. Den habe ich auf der Fensterbank ausgesetzt. Schön, sogar der möchte noch was von mir. Das finde ich prima. So. Mal sehen, dass wir das Provisorium schnellstmöglich zusammenkriegen, denn jetzt ist es 4:30. Also vom Wetter her, da sieht das noch ganz gut aus. Mal gucken. Wenn noch Regen kommt, ist das nicht so wild, weil ich bin ja auf dem Wasser unterwegs. Und das Loch, in dem ich drin sitze, das ist ja nicht allzu groß bei dem Kajak. Von daher regnet es nicht so viel an mir vorbei. So. Die kommen noch hier vorne rein. Da hatte ich ja eben schon ein Loch reingepiekst. Einmal und zweimal. So eine Kopfhalterung wäre natürlich auch super. Ne? Dann könnte ich auch mal beim Basteln und so das Ding dabei haben. Aber ich brauche sowieso noch für die Kajaks das andere Projekt, dass das fertig wird. Habe ich aber jetzt über den Sommer nicht wirklich Zeit dazu gehabt. Na, und ich erledige die Sachen gerne, wenn dann die Dinge zu mir sprechen. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen. Aber nichts ist vergessen und kein Projekt irgendwie tot oder so. So. Einmal und noch einmal. Dann haben wir das schon vorne drauf. Dann mache ich gleich noch die Kanten ein kleines bisschen schick. Und dann wird das Ganze da drauf fixiert auf dem Kajak. Einfach indem man es dann da unter den Rand runterstecken kann. Unter den Rand der Luke. So. Das hält alles. Sehr gut. Die hier auf der Seite, die ziehe ich noch ein kleines bisschen fester, sodass das schön verspannt ist. Hier hinten, da werden wir noch 2 Stück drin versenken. Ganz kleine Schrauben, sodass es einfach am oberen Styrodurblock ist. So, einmal und zweimal. Also ich schätze mal von der Ausführung hier, das ist schon ordentlich stabil. So. Also ich ziehe jetzt wirklich ordentlich dran, ne? Das ist keine Spielerei oder so, sondern richtig mit Kraft. Passt aber alles. Hier vorne hatten wir ja gesagt, kommt das noch ein bisschen ab, damit das ein bisschen schöner aussieht. Das machen wir jetzt direkt. Ich setze mich dann in einen Kajak, das ich sowieso noch ein Stück weit überarbeiten möchte. Das ist aber dicht. Ich habe nur eins, wo Wasser reinläuft. Aber das kommt wahrscheinlich auch daher, dass es rundherum aufgerissen war. Und ich das dann einfach nur mit Denktape geflickt habe erstmal. Um zu gucken, ob es schwimmt. Läuft aber eigentlich super geradeaus und ist ein ganz, ganz tolles. Also
Das muss ich auf jeden Fall noch schön fertig machen, das Ganze. Und um das dann fertig machen zu können, muss ich natürlich den Helm fertig haben. Denn, ich hatte es ja schon gesagt, das ist ja schon ein paar Monate her mit dem Helm. Verrückt, wie die Zeit vergeht und verfliegt. So, noch ein bisschen schicker. Dass wir hier vielleicht einen Winkel von 45 Grad eintauchen oder so. Der Helm, der bekommt ja einen Filter, einen Luftfilter. Und gleichzeitig bekommt er auch ein Visier aus 2 mm starkem Acrylglas. Und somit habe ich dann den Vorteil, dass ich wirklich auch damit flexen kann oder so. Die Schraube werfe ich raus, da mache ich eine kürzere rein. Und jetzt guckt das unten raus und Pieklöcher in den Rumpf rein. Und bei dem Kajak, bei dem roten, mit dem ich jetzt fahren werde, hatte ich auch schon mal ein kleines Video gemacht. Aber das hatte ich bis jetzt noch nicht hochgeladen. Das landet aber auch wahrscheinlich hier in der Playlist drin. Also bei dem, da ist das so, das wurde mit Fiberglasmatten nochmal selbst, beziehungsweise mit so Flatschen da draus und Kunstharz selbst so ein bisschen zurechtgeflickt. Aber das ist natürlich schade, wenn man dann so eine, ja, doch ziemlich ulkige Optik hat von der Oberfläche und sowas. Und von der Haptik ist das nicht so schön, da kann es passieren, wenn man an den falschen Stellen fasst, dass man sich dann die einzelnen Fasern in die Haut reinschießt und das ist natürlich nicht so schön. So, hier, da kommt so ein bisschen was ab. Da kommt so ein bisschen was ab. Oder nehme ich jetzt doch den Dremel? Nein, doch lieber nicht. Ich möchte es einfach fertig haben. So, hier vorne können wir noch so ein bisschen lang gehen. Und hier an der Seite können wir noch so ein bisschen lang gehen. Na, wenn das mal nicht schön aussieht. Für komplett improvisiert ist das doch schon mal nicht schlecht. So, hier, das werde ich noch ein ganz kleines wenig oder ganz klein bisschen anschrägen. So dass ich das gleich besser darunter bekomme. Eine Seite. Und die andere Seite. So, diese Halterung hier. Ich musste mal schauen, das ist dann nicht etwa ungleich lang. Doch, ist es. Das mache ich auf jeden Fall noch gerade. Diese Halterung hier, die wird auf jeden Fall dann da dran passen. Genau an das Kajak. Ich denke mal, dass ich sie vielleicht auch dran lasse. Ne? Falls irgendwer von euch vorbeikommt. Einige von euch sind hiermit sogar schon gefahren mit den Kajaks. Fanden das ganz witzig und spannend. Dann könnt ihr da eure eigenen Actioncams draufpacken oder so. Ist auch nicht verkehrt. Ich weiß nur noch nicht, wo genau es jetzt gleich hingeht. Ich glaube hier in Paderborn gleich direkt einfach in den Padersee, beziehungsweise auf die Pader und dann schaue ich mal, ob ich bis Schloss Neuhaus runterkomme oder nicht. Und lieber NRW-Paddler, natürlich mache ich davon Videos und natürlich nehme ich das Ganze ein bisschen auf. Und vielen Dank für die Inspiration und die Tipps, wo man ganz gut fahren kann. So. Das kommt da noch ab. Cool. Dann haben wir das schon geschafft. Dann probiere ich das jetzt mal direkt aus, ob das auch da dran passt. Hey, hey, hey. Willkommen im Draußen, ihr guten Leute. Hier habe ich jetzt diese Halterung, die ich zusammengebastelt hatte gerade. Die wird... jetzt haut sie ab. Die wird, wie gesagt, einfach hier drunter gepackt. Na, und dann kann man damit nach vorne schauen. Also mache ich das gerade mal.
Einmal hier drunter klemmen und dann die Kamera draufpacken. Dann sehen wir uns sofort wieder. So, das ist ein Job für 2 Hände. Dass man anfängt da einzufädeln. Seht ihr das? Ich habe das hier drunter geschoben. Mit der Belichtung schaue ich mal. So, ich habe das Ganze hier drunter geschoben und werde das jetzt einfach rüberdrücken. So lang, bis es schlussendlich mittig drauf sitzt. Ui. Noch ein bisschen mehr Schwung. Na, das ist doch was, oder? Ohne Witz, ich glaube, ich kann das Kajak daran hochheben. So. Mal sehen, ob es insgesamt gerade ist. Da muss ich sonst gleich nochmal so ein bisschen die Schraube nachziehen. So. Kamera mit Gehäuse. Drauf fest. Und geschafft, würde ich sagen. Na dann, viel Spaß beim Gucken und ich hoffe, dass ich jetzt schon direkt heute so das erste Video damit euch präsentieren kann. Prima. Dann probiere ich das mal aus. Ich schiebe das noch ein bisschen weiter rüber. Seht ihr denn, die Linse der Kamera ist natürlich hier auf der Seite. Dann möchte ich, dass sie so halbwegs über die Mitte wegfilmt. Super toll. Dann sehen wir uns gleich auf dem Wasser. Dann von hier aus. Bis dann. Ciao.